Hi, heute geht es um den Versatz mit der verkehrten Hand. Dieser ist eine für das Messer typische Technik, einfach deswegen, weil er den Nagel verwendet. Nun, wozu ist er gut? Es gibt relativ viele Analogien zu der schlichten Versatzung, also der schlechten Versatzung. Denn man versetzt, man überwindet die Distanz zum Gegner, man bringt sich in eine stabile, vorteilhafte Position und man macht das Ganze, um mit einer Folgetechnik weiterzuarbeiten. Der Versatz mit verkehrter Hand ist, was wir euch als erstes zeigen wollen, eine aggressive Technik, das heißt, wir gehen nicht zurück und dann vor, sondern er ist genau wie die einfache Versatzung offensiv orientiert. Okay? Vergessen. Zur Ausführung des Versatzes mit verkehrter Hand. Der Versatz mit verkehrter Hand wird nicht ausgeführt, wie eine Abwehr mit einem Stock beispielsweise, bei der man gegen die Waffe des anderen schlägt, sondern wir gehen in eine Bindung und nähern uns dann dem Gegner. Zuerst mal eine Möglichkeit, wie man es mit dem Stock machen könnte. Wenn er angreift, ein kurzer Schlag und ein Konter. Eine andere Möglichkeit. Das ist nicht das, was man mit dem Messer macht, sondern wir bauen eine Bindung auf und aus der Bindung heraus nähern wir uns dem Gegner. Wir machen es einmal langsam. Bindung aufbauen, rangehen. Nochmal. Wichtig ist, eine stabile Position anzunehmen. Wenn er jetzt stark drückt, stört mich das nicht. Im Gegenteil, ich kann seine Kraft mitnehmen. Also, Bindung aufbauen, sich dem Gegner im Versatz nähern. Und jetzt mit Messern. Er greift an und ich versetze mit verkehrter Hand, stehe stabil, damit ich anschließend reißen kann. Wir machen es noch einmal. In einer etwas schnelleren Version. Nun ist das nicht die einzige Möglichkeit, aber die gängigste, zu versuchen, in ein Reißen zu kommen. Wir zeigen es noch einmal Schritt für Schritt. Zuerst den Versatz. Von diesem Versatz ausgehend werde ich gegen sein Messer stoßen, anfangen, seinen Ellenbogen zu kontrollieren. Und wenn er dann rückwärts geht und versucht wegzukommen, ergibt sich das Reißen praktisch von allein. Das geht sogar so weit, dass, wenn er sich zurückzieht, das Reißen auch einhändig funktioniert. Wir machen es nochmal. Jetzt noch einmal, ein bisschen schneller. Wie gesagt, wenn er sich zurückzieht. Wenn er das nicht tut, haben wir das Problem, dass Reißen symmetrisch ist. Symmetrisch bedeutet, aus dieser Position heraus kann jeder reißen. Reißen bedeutet, mit dem Knopf über den Arm des anderen zu fallen. Wir zeigen es mal von nah. Reißen ist per se symmetrisch. Das bedeutet, wenn ich reiße, kann auch er reißen. Nun, was ist das Reißen? Reißen bedeutet, wie es in den Quellen auch steht, mit dem Knopf über den Arm des anderen zu fallen. Ich zeige das mal mit dem Knopf über den Arm des anderen. Ja, wer gewinnt? Man könnte natürlich denken, der Erste ist. Das heißt, wenn ich anfange, gewinne ich. Aber das ist nicht ganz richtig, denn wenn er anfängt, kann ich mehr oder minder verzögert auch anfangen und dann gewinne wieder ich. Nun, beim Reißen geht es darum, dass hier ein gewisser Druck aufgebaut wird.
In dem Moment, wenn wir beide hart werden und ich irgendwann weich werde, werde ich reißen können. Umgekehrt ist es so, wenn ich weich werde, wird er hart und versucht zu reißen. Und in dem Moment, wenn er hart wird, werde ich wieder weich. Ich werde also hart, weich, hart. Das ist das, was eigentlich beim Reißen passiert. Und naja, es hängt auch sehr davon ab, wie man steht. Denn wenn wir symmetrisch stehen, kann er jetzt gegenreißen. Jetzt bin ich unten, jetzt gewinnt er. Ich werde natürlich versuchen, meine Position so zu modifizieren, dass wenn er anfängt zu reißen, ich einen anderen Winkel habe und aus diesem Winkel heraus er keine Kraft mehr aufbauen kann. Das ist im Prinzip ganz einfach, verlangt allerdings ein kleines bisschen Übung. Das Ganze jetzt ein wenig schneller bedeutet, ich versetze mit verkehrter Hand und er wird nach dem Versatz versuchen, sich aus dem Staub zu machen und dabei automatisch, um sich zu schützen, den Druck nach innen aufbauen, um den Winkel zu schließen. Er greift an, ich versetze. Es passiert quasi von allein. Noch einmal. Er greift an. Ich muss so gut wie nichts tun. Das aber liegt daran, dass er geflohen ist. Erstens. Zweitens, ich habe sein Messer nur nach oben geschoben und die Fallbewegung mit dem Knauf ist eine Folge der Tatsache, dass er das Messer von der Außenposition in eine Innenposition gedrückt hat. Wir zeigen es noch einmal. Erst außen, jetzt schließt er den Winkel und in dem Moment erfüllt sich das Reißen quasi von selbst. Das Problem dabei ist natürlich die Tatsache, dass ich mir nicht sicher sein kann, dass er das auch wirklich tut. Deswegen machen wir das mal so, dass er das jetzt nicht tut, sondern einfach stabil bleibt. Er greift an und ich bewege mich in diese Richtung, versuche zu reißen, aber er wird diesen Kraftvektor einfach aufrechterhalten und sich entsprechend bewegen. Wir machen es mal umgekehrt. Ich greife ihn an, er versetzt mit verkehrter Hand und will reißen. Ihr seht, das Problem bestand darin, dass es überhaupt keine Möglichkeit gab, für ihn jetzt das Reißen zu gewinnen, denn er war nie in einer vorteilhaften Position. Wir machen es langsam, ich greife an, er versetzt mit verkehrter Hand. Er ist jetzt dann in einer vorteilhaften Position, wenn ich Angst vor seinem Messer bekomme, zurückziehe, er jetzt über meinen Arm fallen kann, ich jetzt schwach bin und hier alles offen ist. Wenn ich das nicht tue, kann ich mit der linken Hand seinen Versuch zu reißen von vornherein zerstören. Ich greife ihn an, er versetzt mit verkehrter Hand und versucht zu reißen und ich werde das aktiv versuchen zu brechen. Man kann die linke Hand noch ein bisschen früher einsetzen, nämlich jetzt. Um diesen Nachteil auszugleichen oder dieses Risiko zu bekämpfen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Der steht auch bei Talhofer. Der heißt, denkt dran, die linke Hand und denkt dran, sie geht zum Ellenbogen. Wenn er sich also jetzt mit der linken Hand sichert gegen meinen Ellenbogen, dann wird es vermutlich ein Unentschieden. Probieren wir es mal aus. Nochmal. Gar nicht schlecht. Umgekehrt. Er greift an.
Hat funktioniert. Letzte Möglichkeit in unserem kurzen Ausflug zum Versatz mit verkehrter Hand ist, ja, es kann sein, dass er einfach nur stehen bleibt und in dem Moment versucht, gegenzuhalten. In dem Moment werde ich mit der linken Hand von unten versuchen, ihn zu destabilisieren, die Waffe abziehen und zur Achsel stechen. Er greift an. Okay, der Hals geht auch. Nochmal. Er greift an. Das sind verschiedene Dinge, die man mit dem Versatz mit der verkehrten Hand machen kann. Wichtig dabei, es ist kein Hauen gegen die andere Waffe, sondern es ist ein kraftvolles Versetzen. Wir gehen in eine Position, bei der wir sehr stabil sind, denn wenn wir die Hand nicht verkehren würden, würden wir so dastehen. Und man sieht schon, das ist eine wesentlich instabilere Position als die, denn hier geht mein Kraftvektor hin. Das hier ist also eher unpraktisch. Was übrigens nichts daran ändert, dass man das Reißen grundsätzlich auch ohne Nagel machen kann. Ein Parier reicht völlig aus. Aus dieser Position heraus kann man auch nur mit dem Parier arbeiten. Es muss nicht von dem Nagel kommen. Ja, das war's. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder ein Like. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.